Almhütte wie heizen. Herzlich willkommen im neuen Video. Wir sind heute wieder auf einer Alm. Wir haben da jetzt gerade ein tolles altes Almhaus hinter uns, das was mehrere hundert Jahre alt ist. Ihr seht das ganz genau, weil ein Sockel da im unteren Bereich ist alles aus Stein gemacht. Also das ist wirklich noch so gemauert, wie es früher war. Das sind im Endeffekt also die alten Hölzer, da ist kein Lack, da ist gar nichts drauf. Und wie heizt man sowas? Natürlich im Endeffekt ist es oft mit einem Holzofen beheizt, aber schaut einmal, da oben ist es ein Holzblock und dieser Holzblock hat nur 10 cm. Jetzt haben wir keine Wärmedämmung. Jetzt haben wir da oben ungefähr 1600, 1700 Meter Seehöhe. Wie wollt ihr das heizen? Und das ist heute genau der Grund. Ich kann es euch sagen, mit unserer Celsius-Infrarotheizung haben wir so eine Almhäuser schon jederzeit gemacht. Es ist überhaupt kein Problem auf so einer Höhe, wenn ich heute eine vernünftige Lage habe, eine Photovoltaik heute auf die Hütte zu machen oder zum Beispiel, wie es jetzt in dem Fall ist, ich habe ja da unterhalb, schaut mal, da ist jetzt so ein kleiner Sockel und man könnte auch ohne weiteres da im unteren Bereich heute eine Photovoltaik heute hergehen und mit Celsius-Infrarotheizung so ein wunderbares altes Haus ganz schnell auf eine Hightech-Infrarotheizung bringen. Mit unserer Celsius Wi-Fi-Steuerung oder natürlich auch die digitale. Wenn ihr nicht von der Ferne steuern wollt, geht das sowohl auch. Aber die Installation ist ganz, ganz einfach. Ich brauche nur 2 Haken in die Wand setzen. Ich hänge das Panel auf als wie ein Bild und dann habt ihr schon wunderbare Infrarotwärme, so wie wir es da jetzt von der Sonne auch genießen, aber dann auch da drinnen. Und gleichzeitig wird euer Stammmauer, wie es in dem Fall ist, auch damit getrocknet werden. Damit habt ihr diesen riesen Vorteil, dass A, das Gebäude erhalten bleibt, Feuchtigkeit AD, sprich aber auch im Holz, genauso wie im Stein. Und das deswegen, weil Celsius ein Feuchtungs- und Heizgerät ist. Und Celsius, wie ihr wisst, hat auf 12 Meter Raumtiefe eine sogenannte Reflexion und Rückreflexion und damit bauen wir Speicherwärme auf. Auch bei so 10 cm dicke Holzwand oder so wie es da beim Stein ist. Sowohl als auch möglich. Und dann könnt ihr heute, wenn ihr das mit der Wi-Fi-Steuerung macht, habt ihr eure Handy-App und dann könnt ihr zum Beispiel, wenn du auch oben ein Internet hast, bei Internet ist ja vorhanden, ich brauche eigentlich nur für den Empfang was her tun, also sprich ein Internet-Cube fürs WLAN zum Beispiel, dann kann ich heute da oben wunderbar diese Hütte vom Tal oder von der ganzen Welt aus steuern. Wenn ich heute herfahre, Sommer wieder Winter und darum ist aber im Sommer auch oft sehr kühl, da hat es im August oft gleich 12, 15 Grad und in der Nacht ist es schneller mal 0 Grad, dann wird es nicht gar so prickelnd sein. Und das könnt ihr heute mit unseren Celsius-Platten wunderbar auf 1 Zehntel Grad genau bei Wi-Fi steuern. Und damit habt ihr heute eine riesige Möglichkeit, so ein tolles Almhaus, was auch schon mehrere hundert Jahre alt ist, wunderbar auf einen neuesten Stand zu bringen, weil ein Strom kann ich da jederzeit erzeugen auf der Höhe. Ich kann jederzeit heute einen Stromspeicher adaptieren und wenn ich die Photovoltaik, den Stromspeicher und unsere Celsius-Heizung habe, dann kann ich also ein Haus, obwohl es heute keine Dämmung hat, locker unter 200 Watt pro Stunde auf 20 Quadratmeter heizen. Also sprich, da geht man bei so einem Haus ungefähr 50 Kubikmeter pro Panel. Und das Ganze mit einer kleinen Typ 1 Platten kann ich heute so ein Raumvolumen heizen. Für so eine Größe wie das Haus werde ich wahrscheinlich pro Geschoss ungefähr 4 Platten brauchen. Und da unten ist der Keller nicht über die ganze Fläche, also werden es vielleicht 6 oder 7 Platten sein. Und mit 7 Platten reden wir heute da irgendwo im schlimmsten Fall von 1,4 kW pro Stunde für die ganze Hütte oder auch weniger. Es kommt auf die Raumtemperatur drauf an, das kommt auf die Jahreszeit drauf an. Und diese wenige Energie könnt ihr ganz locker mit ein paar Photovoltaikplatten erzeugen, dann einen Stromspeicher dazu und ihr habt ein sorglos Paket. Und dann habe ich heute auf so einer Hütte mit so einem tollen Ausblick da ins Tal runter, auf die wunderschönen Berg, auch meinen Komfort. Und das könnt ihr von der Ferne steuern. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut rein auf www.infrarothehimmel.at. Wir haben da eigene Bereiche nur für die Wi-Fi-Steuertechnik und wenn ihr das nicht braucht, kein Problem, es gibt es auch digital ohne Internet. Ihr könnt aber Wi-Fi auch ohne Internet verwenden und später zum Beispiel ein Internet entscheiden. Wenn die jüngere Generation sagt, na jetzt machen wir doch
im Prinzip ein Internet und dann will ich es von der Ferne steuern. Beides ist möglich, Wi-Fi oder digital. Also tut unseren Kanal bitte liken und abonnieren und wer es noch nicht weiß, bis 31. Juli könnt ihr jetzt bei uns im Shop um 0% Zinsen über Cashpresso direkt bis 7.000 Euro finanzieren. Und dann könnt ihr zuerst als Infrarotheizung auch noch bequemen Raten zahlen. Und jetzt habt ihr halt auch die Möglichkeit, auch vielleicht für euch daheim eine zu bestellen. Und deswegen geht's auf www.infrarothimmel.at im Shop rein. Und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und bis demnächst. Für euch.